Das wird ein richtiger Renner. Der ganz neue Malibu Charming bei Carthago, Modelljahr 2022. Was ist das genau für einer? Sieht aus wie 6 Meter. Ja, genau. Hast du gut geschätzt. Das ist ein 600er Diversity. Ist jetzt ein ganz neuer, ich sag mal Grundriss mit einer offenen Blickachse. Schauen wir uns gleich von innen an. Hat eine sehr schöne Stilwelt im Fahrzeug drin und eben halt kompakt auf 6 Meter. Kriege ich den Silber? Ja, jetzt muss ich echt aufpassen. Wir haben nächstes Jahr ja nur noch 6 Farben. Übrigens alle Kastenwagenhersteller. Aber Silber müsste noch dabei sein. Ja. Müsste noch dabei. Dann kriegen wir raus. Das sind die 2022. Fairerweise muss man sagen, du bist Andreas Marein. Genau. Du hast ein eigenes Team nur für das Thema Malibu Kastenwagen, die wirklich jede Schraube kennen. Du bist linermäßig, muss ich sagen, da macht dir keiner was vor. Hier kennst du dich sehr gut aus. Wir haben eben mal on the fly dieses Fahrzeug hier, haben wir ein eigenes Video gemacht, nämlich der GT Skyview 640 LERB findet ihr auch bei uns. Aber hier, der ist mir direkt ins Auge gesprungen, weil ich bin da hab mal kurz reingeguckt und habe gesagt, das ist ja wohl ein genialer Grundriss, oder? Ist das auch. Wir können jetzt gleich mal, wenn wir die Schiebetüre aufmachen und du mit deiner Kamera da reinschaust, dann siehst du gleich, dass das Fahrzeug sehr offen wirkt. Man hat im Grunde genommen den Eindruck, dass das Auto viel, viel größer ist, weil die Blickachse frei ist. Ja, vielleicht können wir einfach mal hinten aufmachen, dass wir das mal sehen. Könnte ich jetzt noch mal diese Rundaugen, kann man die bei 6 Meter ordern oder geht das? Würde gehen. Das heißt, da könnte ich hier an der Seite, wo jetzt zu ist, das wollen ja viele, die sagen, ich will es ganz zu haben. Genau, richtig. Könnte man die Rundaugen haben. Aber jetzt weiß ich genau, was du meinst. Guck mal hier durch. Das heißt, du siehst komplett bis nach vorne aufs Meer. Genau, du siehst bis aufs Meer, ganz genau. Und die haben jetzt einen Kompressorkühlschrank drin. Ne? Das heißt also, der Kompressorkühlschrank ist jetzt bei allen Malibu-Modellen ist der serienmäßig. Außer der 600 dB und der 640 LE haben alle Fahrzeuge jetzt einen Kompressorkühlschrank. Die beiden Fahrzeuge haben dann noch einen Absorberkühlschrank, aber der sitzt dann auch oben auf Augenhöhe. Ja, 6 Meter, da muss man einige Dinge natürlich beachten. Insbesondere ist natürlich das ein Querschläfer. Trotzdem hat man viel Platz, bietet auch nur der Fiat Ducato in der Breite. Genau. Also viele andere Fahrzeuge, da geht das nicht. Da braucht man Ausbuchtungen, da muss man mit Tricks arbeiten. Ja. Der hier ist irre breit, oder? Ja, das wurde gerade noch mal diskutiert. Also wir hatten auch die Frage jetzt hier ein paar Mal gehabt in den letzten Tagen, wie schaut es aus mit Mercedes-Benz? Ist sicherlich eine ganz interessante Chassis-Variante, aber der Fiat bringt eben hier ganz klar den Vorteil, es ist ein breites Auto und ich brauche hier nicht mit Ausbuchtungen zu arbeiten. Auch die Möbelgeometrie kann ich eben so belassen, weil der Mercedes läuft ja oben noch mal eine ganze Ecke spitzer zu und das würde natürlich dann wieder zu Kosten des Stauraums gehen. Ich habe gerade nachgeguckt, weil sich in den Farben so viel getan hat, da werden so viele Farben weggestrichen im nächsten Modelljahr. Also Silbergrau Metallic gibt es auch. Ach, danke schön, weil das ist ja des Deutschen meistgeliebte Farbe, Silber. Total unempfindlich. Wer nicht weiß will, nimmt oftmals Silber Metallic, ja. Oh. Hier Gasflaschen drin? Genau, da hast du 2x11 Kilo hast du hier drin, ganz genau. Optional gibt es hier natürlich dann auch eine Duomatik dafür, sodass man dann nicht ständig rausrennen muss. Ne? Eine befüllbare Flasche würde auch gehen? Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Genau, so eine Tankgasflasche kann ich an der Tankstelle tanken. Genau, kannst du LPG tanken. Genau, das ist der Vorteil. So, und dann sieht man auch, das ist hier drin. Wo liegen wir ungefähr preislich? Was denkst du, wo wird der liegen? Bei so einem Auto hier so 70? Nee, Anfang 60, 2, 3, 64, sowas. Okay, also bezahlbar eigentlich für die Qualität, die geboten wird. Die Unterschiede muss man zeigen, sonst, ich sag mal, landen viele Kunden bei anderen Herstellern, sind ganz glücklich, sehen dann dieses Video hier und sagen dann, da hättest du mir das früher gesagt. Ja, ganz genau. Also den kriegst du jetzt auch noch, wenn du das magst, halt mit Dachstaukasten, mit Dachstaukasten sowieso. Das ist jetzt diese Coupé-Variante. Mit Aufbaudach. Ja, genau. Ich wollte dieses Hybriddach gerade noch mal nach vorne bringen. Also du kannst das Hybriddach wählen, du kannst den Coupé wählen, wo der Dach. Ein eigenes Dach habt ihr gemacht. Das heißt komplett Eigenentwicklung. Genau, so wie du es jetzt hier gerade zeigst, das kannst du auch bei dem Modell halt dementsprechend wählen. Bringt 105 Kilogramm mit ins Auto rein. Also 105 Kilogramm Gewicht. Die Tonnage, 3,5 Tonnen wird eng. Also der 600er mit dem Hybriddach würde ich sagen, das kann man noch wagen, aber ein 640er, ich glaube, da würde ich aussteigen. So, was ist die nächste Größe? Die nächste Größe nach dem 600er? Ja, ich meine jetzt das Gewicht. Nee, das Gewicht meine ich. So, also, das ist der Heavy, da hast du ein 4-Tonnen-Chassis. Ja. 4-Tonnen-Chassis, also 500 Kilo mehr. Geht es noch mehr? Du kannst das Fahrzeug dann noch mal auflasten lassen über eine Luftfederung etc. Aber da musst du schon bei speziellen Fahrwerkstechnikern hingehen. Das ist also nicht jetzt bei uns. Ihr könnt es aber organisieren theoretisch. Ja, also wenn ihr sagt, ich habe ein neues Auto. Es gibt marktbekannte Namen, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Und da könnt ihr aber auch Tipps geben, wer das macht und so. Das machen wir auch gerne, ja.
Ist da kein Entfall der Garantie? Nee, die machen das so, dass es läuft. Jetzt habe ich so einen Fall noch nicht gehabt, nein. Sehr schön. Ja, das ist jetzt noch der 7er Ducato und da gibt es im nächsten 9. Genau, der Ducato 8, da kannst du auch dann optional komplette LED-Scheinwerfer haben, wie halt im Pkw, die dann auch automatisch auf- und abblenden, den Gegenverkehr ausblenden. Du hast eine Verkehrszeichenerkennung bei den neuen Ducato 8, der dann auch über die Verkehrszeichenerkennung die Geschwindigkeit auf die angezeigte Geschwindigkeit heruntersetzt. Du kannst optional nochmal ein digitales Cockpit nehmen mit einem 10 Zoll Monitor halt dementsprechend drin. Wenn ich aber Ducato 8 haben möchte, dann Anfang nächsten Jahres, oder? Ja, das würde ich jetzt mal so sagen. Also damit es safe ist, würde ich sagen, beim Kunden irgendwo Januar, Februar. Die laufen so im Oktober, November laufen die ins Band. So ist das, ja. Du bestellst grundsätzlich auch die Kastenwagen nur mit Automatik? Ja, also ich habe gemerkt in den letzten Jahren, es macht keinen Sinn, so einen Kastenwagen hinzustellen als super Sparfuchs, also mit ohne alles. Die Fahrzeuge haben immer die längste Standzeit. Die Fahrzeuge, die gut ausgestattet sind, brauchbar ausgestattet, weil ist ja jetzt schon eine Anschaffung im größeren Segment. Da will der Kunde dann auch, ich sag mal, wenig Kompromisse machen. Und das Jetzt sei mal so lieb, mach mal gerade hinten zu, weil dann kommt so das Raum. Ja. Nee, da kannst du ja nichts für. Wir hatten ja aufgemacht, also das wäre der Blick jetzt zum See, aber tschüss. Und warte mal ganz kurz, einmal, wenn du kurz Ja. stehst, weil das kann man jetzt sehr schön zeigen, weil ich hier stehe. Hochklappen. Du kannst das eben hier dementsprechend hochklappen, auf beiden Seiten natürlich. Hier ist nochmal riesig Staufläche drunter und du kannst diese Querstreben hier, die kannst du rausnehmen und hast da eben die Möglichkeit dann auch nochmal lange und sperrige Gegenstände zu laden. Das heißt, diese Trennwand, die nach vorne ist, kannst du auch wegnehmen. okay. Ja? Genau. Weil ich es hier so schön gestanden habe, wollte ich dir das mal eben zeigen. Auch das Schließen der Türen, ne? Es rappelt nicht so, wie man das hat. Ihr isoliert ja die Fahrzeuge extrem, Ja. so ist es da. Genau. Kannst du mal Licht machen, bitte? Das war mal ein bisschen. Ich mache gerne Licht da hinten. Zack, und da hast du Licht und du siehst gleich hier, wir haben im Malibu extrem viel Licht verbaut. Das Auto ist vernünftig ausgeleuchtet und du hast eben jetzt hier bei dieser Diversity-Geschichte, der Kompressorkühlschrank wandert nach unten. Warte, ich zeig's mal, ich setze mich mal gerade aufs Bett. Können wir es mal sehen? Der wandert nach unten, den kannst du also hier bequem öffnen. Der ist groß für einen Kastenwagen. Genau, der hat 86 Liter, hat der Borsche. Ne? Läuft also komplett voll elektrisch und ich habe hier eben dann auch die Möglichkeit nochmal in diesem Universalschrank entweder Küchenutensilien einzubringen oder halt einfach Sachen, die ich jetzt hier als Kleidungsstücke Das Ablagefach ist toll. dementsprechend benötige. Neu bei den 22er Modellen ist jetzt hier diese Bartüre. Das war vorher eine große Bartür, die ich weggeschoben habe, die da oben aufgegangen mit so einem großen Knauf. Auch das hat man optimiert. Ich kann jetzt hier ganz bequem die Türe aufschieben und die ist jetzt zweigeteilt. Die läuft oben in einem Schienensystem und ist aber auch unten nochmal geführt. Das heißt, das ganze Gewicht dieser schweren Türe, so wie es bis jetzt gewesen ist, hängt nicht mehr in der Aufnahme drin. Und es kam leider schon mal vor, wenn man schlechte Wege gefahren ist oder man hat, ich sag mal, an der Türe etwas unartig rumgezogen, dann ist die oben rausgewandert. Das passiert jetzt hier nicht mehr. Und ich habe eine neue Duschabtrennung. Ich kann also hier wirklich mit einem Handgriff oder wenn man ganz kritisch ist, halt eben mit zwei, kann ich jetzt hier direkt losduschen. Ich muss jetzt da nicht irgendwie so ein Duschtüren-Tetris-Spiel lösen, bevor es losgeht. Das sind zwei Handgriffe und schon kann das Planschvermögen losgehen. So, dann unglaublich viel Platz für einen Kastenwagen. Also ich sag mal, viele Sachen sind ja so Notsachen oder mit unglaublich vielen Tricks in der Mitte, die Dusche und so. Das kennst du ja. Das war eine Zeit lang unglaublich innen, aber bei Carthago habt ihr es nicht gemacht, oder? Das wäre auch eine Lösung gewesen, hätte ich nicht hinterstehen können. Ich weiß nicht, wie man so einen Blödsinn bauen kann. Wenn ich dieses Fahrzeug als 640er nehme, haben wir eben mit dem RB ja gezeigt, da musst du den Mechanismus hinten ziehen. Das kannst du nicht mit einer Sag mal Hand. bitte, wie das geht. Also du drehst hier einen Knopf oder wie? Genau, hier ist ein Drehknopf, den drehe ich einfach rum und dann kann ich hier mit dem Fuß unten auf dem schwarzen Knopf einfach die Toilette nach vorne ziehen. Ah ja, das war's. Genau, jetzt ist die arretiert und dann kann ich hier meine Geschäftigkeit halt dementsprechend. Ansonsten schiebst du sie weg und hast das ganze Bad. Über Tag schiebe ich die weg. Das hier, diese mittlere Funktion wäre jetzt da, um die Kassette zu entleeren. Von außen natürlich und so ist sie ganz weg und so kann ich jetzt hier duschen. Genau. So, Licht, hast du mehr Licht hier drin? Ja, natürlich haben wir hier mehr Licht. Da ist der Lichtschalter und da haben wir auch mehr Licht dann dementsprechend. Boah, ist viel Licht. Ja, So, das ist richtig hell. Ne? Also hier kann man sich rasieren und schminken und, also ich jetzt nicht, aber die Damen vielleicht.
und steht nicht ständig im Schatten. Gibt doch Herren, die sich schminken. Ja, ich habe es heute Morgen nicht gemacht. Ich guck mal gerade ganz kurz. Fleckschutz habt ihr überall drauf, diese Imprägnierung. Ja, die sind Teflon beschichtet, die Sitze. Da kann eigentlich nichts passieren. Wenn du jetzt noch mal gerade ein bisschen in Richtung Cockpit gehst, könnte ich dir hier im Heckbereich noch mal was zeigen. Ich drehe mich mal vorsichtig. Augenblick, gib mir gerade eine Sekunde. Ich muss langsam drehen. Wird den Leuten schlecht. So, jetzt. Genau. Jetzt könnte ja jemand sagen, wo ist denn hier Kleiderschrank? Du hast hier einmal Kleiderschrank, einen kleinen, ja, um jetzt 1, 2 Jacken zu hängen. Aber hier ist nochmal Kleiderschrank untergebracht, wo ich jetzt auch nochmal längere Sachen einbringen kann und auch größere. So richtig viele T-Shirts und was weiß ich, die ich hängen mache. Ja, alles, was man halt, oder eine Jeanshose, die man halt aufhängt. Und bei dem 640er, das hatte ich ja eben bei dem RB gezeigt, da finde ich, ist es ganz ideal gelöst. Ist nämlich genauso wie bei uns bei den großen Kartagos, beim 4.9er. Da habe ich unter dem Fußteil, kann ich das hochklappen. Das ist aber jetzt eine schwierige Wahl. 640er, weil 40 cm sagen die Leute, er ist ja nicht viel länger. Aber es ist so, die 40 cm im Alltag, die merkst du, oder? Auf der Fähre zahlst du sie, ja, das ist so. Und den 600er, den parkst du noch, ich sag mal, in jede normale Pkw-Lücke rein. Wo der in der Schweiz sind die sogar alle 6 Meter lang. Das ist der Vorteil. Ist so, ja. Und der 640er, der steht dann schon mit dem Popo oder mit der Nase, steht der schon so ein bisschen im Verkehrsraum halt. Ne? Nichtsdestotrotz ist der 640er so der meistverkaufte Grundriss. Das hier wäre praktisch für Leute, die das Fahrzeug auch im Alltag nutzen. Also das wäre natürlich toll. Ja, also wir haben es gezeigt. Das ist die neue Stilwelt-Name. Die neue Stilwelt nennt sich hier Diversity und das ist Sherry Shining. Boah, jetzt hast du mich erwischt. Sollen wir mal gucken? Ich müsste echt jetzt so viele Fahrzeuge. Komm, wir gucken mal gerade. Das ist übrigens nochmal der Blick von außen, der da ist. Wir werden die Fahrzeuge nochmal en Detail vorstellen auf der Messe. Das hier ist jetzt erstmal so eine Art Sneak Preview auf das Hauptteil, aber du wärst ja nicht der Womo Scout, wenn der Womo ich Scout alles nachlesen könnte. Ja, da ist im Moment so viel passiert und wie gesagt, glücklicherweise verkaufe ich ja bei uns keine Malibus, sondern da haben wir ja Fachleute für, die wissen das aus dem FF raus. Genau, die Welt heißt jetzt hier, kleinen Augenblick, Cherry Style heißt es. Cherry Style. Ich kam nicht drauf. Wir haben seit heute Morgen, ich glaube 9 Uhr, haben wir angefangen zu drehen. Durchgehend. Ja. Und ich muss jetzt auch weg, weil ich habe noch Ballonflug heute Abend. Ich habe aber schon heute Morgen um 7 Uhr vor der Kamera gestanden. Ich habe schon Testfahrten mit dem neuen S Plus, mit dem neuen Fahrwerk gemacht. Ich bin schon seit 7 Uhr am Drehen. Ich bin auch durch. So, absolut. Vielen Dank. Sag deinen Namen bitte. Andreas Marein vom Karthago Center West, www.karthago-center.de oder bei Facebook unter Marein Caravaning. So, damit ich nicht nur die Hälfte meines Gehalts kriege, zeige ich auch die roten Schuhe. Genau. Denn diesen Markenzeichen für euch hat mir übrigens, noch bevor wir uns kannten, haben die gemeint, der Marein ist der mit den roten Schuhen. Das läuft ja ein bisschen voraus, muss man schon sagen. Ist angekommen, so? Ja. Ja, okay. Aber auch dazu haben wir jetzt in unserer neuen Filmreihe nochmal einen Gag gemacht, weil ich versuche immer ein bisschen Infotainment zu machen. Da laufen wir im wahrsten Sinne des Wortes die roten Schuhe voraus. Schaut euch die Videos an. Tschüss und vielen Dank fürs Einschalten. Gebt dem Andreas Thumbs up. Du hast einen eigenen YouTube-Kanal, wie heißt der? Womo Scout, kannst du Womo Scout. Womo Scout, ja. So, werden ganz aufwendige, tolle Filme mit dem Christian erstellt. Und auch da findet ihr dann die Hochglanzversionen von meinem billigen Abklatsch hier. So ist es. Aber hier steht er, der Malibu nochmal komplett. Genau, das ist jetzt hier der 600er Diversity. 600er Diversity. Für knapp über 60 kann man den denn dann erstehen. Vielleicht nicht ganz, wie er hier steht, aber ich sag mal, die Aufpreisliste lässt einiges zu. Aber für 10.000 mehr habe ich den schon fast volle Hütte, oder? Ja, also mit 10.000 mehr sind wir aber mal ganz weit vorne. Also die kriegen wir, glaube ich, nicht da reingezaubert. Sehr schön. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Ciao.